Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Heute geht es um die R4i SDHC Dual Core von R4i SDHC.com, dem ohne Bindestrich. Die Karte wurde mir freundlicherweise von focoolday.com bereitgestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Und habe ich die 2014er Version. Ein Installationstutorial, das habe ich auch schon mal gemacht. Link dazu in der Beschreibung. Hier gibt es dann noch so ein paar Hinweise zu den Funktionen und so weiter. Und Werbung für nds9.com. Und dann noch so ein Hinweis: Caution, I'm hot. Achtung, ich bin heiß. Ist wahrscheinlich mehr als Joke gedacht. Und dann ist hier so eine interessant aussehende Einlage mit der Karte und ein MicroSD-Kartenleser drin. Der MicroSD-Kartenleser ist relativ billig, da ist auch nochmal Werbung drauf für nds9.com. Und den kann man. Und da muss man aufpassen, dass hier die MicroSD-Karten nicht zwischen der Plastikhülle und der eigentlichen Hardware stecken bleiben. Sonst muss man den öffnen, wenn das passieren sollte. Also keine gute Qualität, aber was erwartet man? Und dann noch die R4-Karte an sich. Die R4i SDHC Dual Core 2014. Hier oben ist auch nochmal das 2014er Banner. Die ist in einer weißen Hülle. Auch mehr oder weniger stabil. Also ich denke schon, dass die Hülle relativ stabil ist, wenn sie auch nicht aus dem teuersten Plastik ist. Der MicroSD-Kartenslot ist ohne Feder. Das heißt, dass man die Karten einfach nur reinstecken muss. Die Kontakte hier sind etwas kurz und hier sind auch keine Lamellen zwischen oder keine Stege zwischen den Kontakten, was zu Kontaktproblemen führen könnte. Und immerhin kann man die Karte aufmachen, ohne sie dabei kaputt zu machen. Denn die Plastik-Nupsis, die da drin sind lang genug, dass die dabei nicht kaputt gehen. Mit dem Hinweis 2014 ist es übrigens schon ziemlich klar, dass die Karte am Ende dieses Jahres ihre Unterstützung verlieren wird und dann im Zweifelsfall eine neue Karte rauskommen wird. Leider ist hier noch so ein Noppen in der Mitte, der das Ganze etwas erschwert, das Öffnen. Der PCB enthält relativ viele Chips, finde ich, vor allem für eine billige Flashkarte. Die sind wahrscheinlich auch teilweise für das Realtime Safe und so weiter zuständig. Eine Funktion, die mich bei der Karte etwas überrascht hat. Hier auf der Rückseite gibt es dann auch noch eine Einkerbung für einen Fake-Code, den es auf r4i-sdhc.com gibt, beziehungsweise man den eingeben kann. Allerdings ist da kein Aufkleber drin. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Dann starte ich die Karte jetzt mal am DSi. Am 3DS mit der aktuellen Firmware funktioniert sie auch, zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos. Und dann komme ich in so ein Menü. Unter Game kommt man halt zum normalen Spielebrowser, unter Multimedia kommt man zu Moonshell und unter Config kann man einige größtenteils sinnlose Einstellungen einstellen. Moonshell ist auch nichts Besonderes. Man kann damit halt Videos und so weiter abspielen, das kann man mit jeder Flashkarte. Und das Menü sieht der normalen F4-Karte ziemlich ähnlich. Also beziehungsweise dem Menü der originalen F4-Karte. Wenn ich auf Game gehe, dann durchsucht er meine ganze MicroSD-Karte auf Spiele. Wenn ich auf Minus gehe, kann ich auch nochmal genauer die Übersicht sehen. Auf dem oberen Bildschirm gibt es dann noch einige Eigenschaften und außerdem kann ich jetzt zwischen unterschiedlichen Menüs durchswitchen. Wo sich der untere Bildschirm dann auch noch verändert. Homebrew wird nur welche unterstützt, die Fett benutzt. Nitro wird nicht unterstützt. Und auch sonst habe ich ab und zu mal so ein paar Probleme feststellen können. Die Fett-Version von DS-Craft funktioniert eben ohne Probleme. Soft Reset gibt es bei Homebrew leider nicht.
Aber NitroLFS wird eben nicht unterstützt. Da bekomme ich bei DS-Craft nur zwei weiße Bildschirme. Ein Backup der DS Lite Firmware wird übrigens auch nicht unterstützt. Was ich persönlich ziemlich interessant finde. Das bleibt dann beim Loading Screen stehen. Dann gehe ich jetzt mal zu einem normalen Spiel. Da kann man sich eben Cheats auswählen, die man hier anwählen kann und dann speichern kann oder so. Außerdem kann man hier noch weitere Realtime-Save-Slots erstellen, dazu sage ich später noch was. Und man kann hier Realtime-Save auf anstellen. Die deutsche Übersetzung ist extrem schlecht, deshalb benutze ich übrigens die englische. DMA, das ist Direct Memory Access, damit kann man Spiele schneller laden. Allerdings kann das teilweise zu Kompatibilitätsproblemen führen. Und Soft Reset, dadurch kann man in echten Spielen, also beziehungsweise in Spielen von Nintendo, direkt zurück ins Menü kommen. Ich starte jetzt mal Lego Fluch der Karibik. Und wenn ich jetzt L, R, A, B, X und Y drücke, dann kann man sehen, dass ich in so ein Menü komme, wo ich einerseits speichern kann, laden kann. Was bei vielen Spielen noch etwas buggy ist, zum Beispiel bei dem hier, das friert dann, glaube ich, öfter ein. Wenn nicht sogar immer. Und dann kann man auf Load Guide gehen und dann kann man ein Textdokument in der Flashkarte öffnen. Das wird normalerweise nur von High-End-Karten wie der Cyclo DSi Evolution oder der Supercard DS2 unterstützt. Und mit Return to Menu kommt man wieder zurück ins Hauptmenü. Wenn RTS nicht aktiviert ist, aber der Soft Reset, dann kommt man mit L, R, A, B, X und Y übrigens direkt zurück ins Hauptmenü. Allerdings kann es auch, wenn RTS aktiviert ist, bei einigen Spielen zu Problemen kommen. Bei Trackmania Turbo bekomme ich zum Beispiel aktuell nur zwei weiße Bildschirme, aber eigentlich habe ich da bisher immer den Fehler RTS Error -2 bekommen. Jetzt habe ich RTS ausgestellt und jetzt funktioniert Trackmania auch drauf. Es werden die meisten Spiele unterstützt, manchmal muss man eben noch DMA ausstellen oder so. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Probleme. Und hier funktioniert Soft Reset auch ohne Probleme. Allerdings gibt es halt beim Homebrew Support oder bei extraordinären Spielen bzw. ROMs noch einige Probleme. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Karte eher so für die breite Masse gedacht ist. Die Icons hier unter dem Spiel sagen übrigens was über die Eigenschaften aus. Das Ganze kann man wenn man auf Start drückt, dann gibt es noch eine Erklärung der Error-Codes und von den Icons. Wenn man auf Select drückt, kann man die Sortierart ändern. Leider wird das Ganze nicht mit Ordnern oder so sortiert, was ich etwas schade finde. Durch Drück auf R kommt man übrigens wieder zurück in das Hauptmenü von dem Spielmenü aus. Und da gibt es ja noch eine ziemlich sinnlose Funktion, die Schlaffunktion. Damit gehen die Bildschirme nach einer bestimmten Zeit einfach aus, dass man mit A und Y noch größer oder kleiner stellen kann. Und dann kann man zum Beispiel noch durch Upgrade On oder auf eine Datei löschen, wodurch man die Karte nicht mehr per Wi-Fi updaten kann, was ich auch ziemlich sinnlos finde. Und der Reset-Button funktioniert, glaube ich, nicht. Man kann jetzt sehen, dass der Bildschirm schon schwarz geworden ist, weil ich 10 Sekunden nichts gemacht habe und das irritiert halt eher. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Karte ziemlich viele Funktionen unterstützt und dafür relativ billig ist. Allerdings sind die Funktionen teilweise nicht ganz durchdacht oder eben nur und eigentlich nur für irgendwelche extra Sachen gedacht. So werden zum Beispiel auch noch 4 Skins unterstützt. Aber leider ist die Unterstützung auf ein Jahr begrenzt, allein schon durch den Namen.
Weshalb ich die Karte leider nicht weiterempfehlen kann, da sollte man eher auf bessere Karten wie die Supercard DS2 zurückgreifen. Ein schriftliches Review zu dieser Flashkarte findest du auch auf meiner Website unter DS, Reviews und Rezessionen und R4i SDHC Dual Code 2014. Übrigens nochmal vielen Dank an 4coolday.com für die Bereitstellung der Karte.